Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um JSON Web Tokens und ja, wo die eigentlich genau verwendet werden, beziehungsweise wie man sie dann eigentlich genau definiert. Und ja, im Endeffekt kann ich das keiner konkreten Reihe zuordnen, dieses Video, weil es einfach in so viele Reihen reingehört. Ihr habt in meiner Netzwerktechnik, Netzwerk-Security-Reihe einige Details gesehen zu der Security, wie man die austauschen kann für Single Sign-On. Genau dafür ist das JSON Web Token eigentlich da und das ist quasi der Standard, der hinten dran steht. Und ja, natürlich gibt es die auch, wenn ihr irgendwie eine API schreibt. Das heißt, dieses Video hier packe ich natürlich auch in die ganze Playlist rein, die für die API sind. Ja, also sehr, sehr vielfältig das Ganze und enorm wichtig heutzutage. Wir wollen uns angucken, wofür wird das Ding eigentlich verwendet. Und das ist eigentlich gar nicht mal so komplex, wie man sich das vorstellen würde, denn eigentlich kennt jeder JSON Web Tokens, beziehungsweise was die eigentlich genau tun. Nehmen wir mal an, ihr loggt euch in eine Website ein. Ihr seid der User, die Website Frontend, das ist quasi das, was ihr seht. Das wird runtergeladen und an eurem Client angezeigt. Und der Webserver im Backend, der verarbeitet Eingaben, der loggt den User ein, guckt in der Datenbank nach. Das ist das ganz Übliche, was wir immer machen. Wenn ihr eine API schreibt, dann läuft die im Backend. Wenn ihr ein Frontend schreibt, also zum Beispiel eine HTML-Seite mit JavaScript und so weiter und so fort, dann läuft die eben im Frontend und ihr als User interagiert mit dem Frontend. Ihr habt keinen Zugriff auf das Backend direkt. Zumindest nicht ohne weiteres. So, und wenn wir das Ganze jetzt so machen, wie wir es üblicherweise machen würden, wir rufen die Webseite auf, dann liefert ihr uns natürlich ein nicht eingeloggt. Ja, wir sind ja noch nicht eingeloggt. Und wir wollen uns jetzt einloggen, das heißt, wir geben an, dass wir der Admin sind und wir haben ein Passwort, nimm da zum Beispiel, Admin rückwärts übrigens, und geben das ein und dann wird das von der Webseite ans Backend geschickt. Und das Backend liefert uns die Login-Daten bzw. zurück, dass wir eingeloggt sind. Und hierfür wird man normalerweise JSON Web Tokens verwenden. Denn ja, jetzt kommt erstmal ein OK zurück und ein JSON Web Token. Wie das Ding aufgebaut ist, dazu gleich mehr, wenn wir in die technischen Details gehen. Und wir wollen jetzt erstmal klären, warum ist das eigentlich so cool? So, und was jetzt passiert, ist Folgendes. Nämlich im Frontend wird dieses JWT einfach gespeichert. Und zwar zum Beispiel in Cookies. Es gibt noch eine andere Methode, die habe ich bisher allerdings auf meinem Kanal noch gar nicht vorgestellt und die müsst ihr auch für diesen Fall jetzt gerade nicht kennen. Und dadurch, dass das Token jetzt gespeichert ist, seid ihr quasi offiziell eingeloggt. Das heißt, ihr könnt jetzt die Webseite ganz normal benutzen und ja, das Ding bleibt halt einfach erhalten. So, jetzt passiert Folgendes, jetzt benutzt der Nutzer einfach ein bisschen die Webseite, macht irgendwas, browst ein bisschen und irgendwann muss er seinen PC neu starten oder er schließt einfach aus Versehen den Browser oder er schließt einfach nur so den Browser, weil er halt gerade keinen Bock mehr hat und später kommt er wieder auf diese Website zurück. Und ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir würden ganz gerne eingeloggt bleiben, denn das ist ziemlich cool. Man kann das zum Beispiel bei Webseiten wie eben YouTube und so weiter beobachten, dass wenn man die Website schließt oder sogar den Browser schließt oder den PC neu startet, man bleibt eingeloggt. Und das geht eben über diese JSON Web Tokens. Denn was jetzt passiert, ist Folgendes. Euer PC bzw. euer Browser speichert sich natürlich die Cookies und die Cookies bleiben auch erhalten, nachdem ihr den PC neu gestartet habt. Außer natürlich, ihr sagt explizit, ich würde gerne Cookies löschen. Dann ist das was anderes, aber dann werdet ihr auch natürlich ausgeloggt. Aber wenn man nichts Besonderes macht, also ganz normal den Browser nur benutzt, dann wird man nicht ausgeloggt, weil eben dieses Cookie als JSON Web Token einfach erhalten bleibt. Und wenn ihr jetzt diese Website wieder normal aufruft, passiert Folgendes. Ihr geht einfach auf die Webseite und diese Webseite merkt, da ist ein Cookie vorhanden. Ich schicke das mal einfach an mein Backend und gucke, ob das noch gültig ist. Und das heißt, es wird geguckt, ist dieses Ding eigentlich noch in Ordnung und das Backend überprüft das bei sich, ob es zum Beispiel schon abgelaufen ist, das werden wir gleich noch im Detail behandeln, ob es abgelaufen ist, ob es für diesen Nutzer gültig ist und ob das auch nicht manipuliert wurde. Und ja, das Backend gibt dann eben ein OK zurück und ein neues JSON Web Token, falls das alte irgendwie knapp vorm Ablaufen war, weil die immer nur eine gewisse Zeit gültig sind. So, und dann speichert sich das Frontend das neue JSON Web Token und gibt dem Nutzer ein eingeloggt zurück, ohne dass der Nutzer irgendwo seine Daten angeben musste. Zudem ist dieser letzte Prozess, also dass man einfach nur kurz das JSON Web Token ans Backend schickt, das ist ein relativ schneller Prozess, ein relativ effizienter Prozess. Das heißt, das Backend hat auch ein bisschen weniger zu tun und der Nutzer bleibt direkt eingeloggt. Und das ist natürlich für die User-Erfahrung super, super geil, weil man muss sich nicht jedes Mal neu einloggen. Ich meine, ihr kennt das, wie nervig das ist, wenn man sich jedes Mal, wenn man die Website schließt, neu einloggen muss. Machen natürlich zum Beispiel auch ja, so Sachen wie Online-Banking oder sowas müssen das natürlich machen, weil man sonst natürlich das JSON Web Token klauen könnte.
Und ja, ihr könnt das natürlich auch alles selbst implementieren, wenn ihr darauf Lust habt. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr kennt die Mittel und Wege. Aber es ist deutlich einfacher, wenn man JSON Web Tokens benutzt, weil die einfach standardisiert sind. Und da sagt man einfach, ich hätte gerne einen JSON Web Token und schon wird das quasi für euch von einer Library gemacht. Das heißt, ihr müsst da nicht mehr wirklich viel dazugeben. Ja. Okay, also zunächst einmal, was sind die Vorteile und die Nachteile von JSON Web Tokens, zumindest bislang, ja? JSON Web Tokens verbessern die User Experience, kurz UX, extremst. Ihr müsst euch nicht nochmal einloggen, ihr habt einfach das Ganze direkt bei euch und das ist halt einfach super nice, ja? Das möchte man heutzutage einfach haben. Plus, es entlastet sogar das Backend, weil ihr natürlich im Backend diese Login-Vorgänge viel weniger machen müsst, weil die Nutzer sich nicht so häufig einloggen müssen. Klar, was ihr machen müsst, ihr müsst im Backend überprüfen, ob das JSON Web Token noch gültig ist, wenn der Nutzer irgendwas macht, aber das geht meistens deutlich schneller, als dass man wirklich einen Datenbankabgleich braucht mit den Nutzerdaten und so weiter. Das heißt, das Backend wird ein wenig entlastet. Ich habe das Ganze hier auch ein kleines bisschen vereinfacht dargestellt, das gebe ich zu, aber trotzdem, ja, das ist eigentlich so der Fall. Der Nachteil davon ist natürlich vor allem, es liegt im User Space, das heißt, der User kann alles manipulieren, was er möchte. Also er kann das JSON Web Token löschen, er kann es bearbeiten, wie er gerade Lust drauf hat. Und dementsprechend, wenn das JSON Web Token geklaut wird, also wenn jemand Zugriff auf die Cookies von jemand anders hat, zum Beispiel weil er einen öffentlichen Rechner benutzt, dann hat der natürlich gleich ein Problem. Dann hat nämlich jemand sein Login geklaut. Und dazu gibt es dann auch eine Lösung, wie wir gleich sehen werden, in dem Standard, das quasi definiert. Okay, dann gibt es natürlich auch noch hier das Problem, dass das Ganze in Cookies gespeichert wird. Dazu muss der User natürlich Cookies erlauben. Wenn er keine Cookies erlaubt, dann hat er halt Pech gehabt. Das ist dann aber auch nicht fixbar, weil ja, das ist dann quasi dem Nutzer seine eigene Schuld. Und deswegen ist das kein Problem. Allerdings, dass das ganze Ding im User Space stattfindet und die damit einhergehenden Probleme, die wollen wir jetzt noch kurz angehen. Und zwar, der Nutzer kann das JSON Web Token zwar verändern, aber wir wollen natürlich, dass das JSON Web Token danach nicht mehr gültig ist, wenn es verändert wurde. Und ja, wenn man es klaut, naja, dann hat man erstmal ein Problem, aber das kann man auch in gewisser Weise relativieren. Und das gucken wir uns in den technischen Details an, wie das gemacht wird. Zunächst einmal, ein JSON Web Token sieht abgekürzt, normalerweise ist das Ding länger, aber ungefähr so sieht das Ding aus. Irgendwelche komischen Buchstaben- und Zahlenkombinationen, Groß- und Kleinschreibung, alles drum und dran. Und wenn man genau hinguckt, dann wird man sehen, das Ganze ist eigentlich Base 64. Und zwar erstmal Base 64 von dem sogenannten Header, dann ein Punkt, dann wieder Base 64 von dem sogenannten Payload, wieder ein Punkt und dann Base 64 von der Signatur. Und Base 64 ist quasi, oder Base 64 URL-Encoding ist safe, das heißt, ihr habt keine Probleme mit den Cookies irgendwie und ihr könnt das Ganze in Base 64 URL-Encoding konvertieren, aber ihr könnt es auch wieder zurückkonvertieren. Das heißt, das ist keine Verschlüsselung, das ist einfach nur eine andere Darstellungsart. Und quasi so, dass man das auch leichter verarbeiten kann, beziehungsweise auch leichter speichern kann. So, intern sehen Header, Payload und Signatur folgendermaßen aus. Der Header, der enthält erstmal, was das Ding eigentlich genau ist. Sprich, da steht erstmal der Algorithmus drin, zu dem komme ich gleich, und der Typ, also dass es ein JSON Web Token ist. Im Payload könnt ihr reinschreiben, was ihr alles braucht. Das heißt zum Beispiel Username kann da rein, falls ihr wissen müsst, was der oder wer sich da gerade eingeloggt hat. Und da kommt rein, also normalerweise kommt da immer rein, der Zeitpunkt, an dem das JSON Web Token ausgestellt wurde. Das heißt, wann wurde das ganze Ding ausgegeben, wann hat sich der User das letzte Mal eingeloggt. Und hier haben wir jetzt einen interessanten Mechanismus. Wenn sich nämlich der User, sagen wir mal, ein halbes Jahr lang nicht mehr auf die Webseite traut, warum auch immer, oder einfach die Webseite ein halbes Jahr lang oder einige Tage nicht mehr anwählt, dann ist der normalerweise wieder ausgeloggt. Denn ja, dann geht man einfach davon aus, die Webseite kann jetzt schon mal langsam wieder darauf pochen, einen neuen Login zu bekommen. Und das hat einfach den folgenden Grund. Wenn jemand sehr, sehr lange dasselbe JSON Web Token mit sich führt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es geklaut wurde. Und deswegen sagt man einfach, okay, wenn das Ding abgelaufen ist, also eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wurde, dann läuft es ab und das heißt, er kann nicht mehr dieses JSON Web Token verwenden und er muss sich einfach neu einloggen. Das ist dann aber nicht irgendwie in einem Tag, sondern normalerweise setzt man das auf 30 Tage. Sprich, man hat schon wirklich eine Zeit und man muss nicht irgendwie jeden Tag sich neu einloggen.
Wobei man das auch einfach mal ausprobieren kann. Das kann jede Webseite für sich selbst bestimmen. Das wird dann einfach im Backend berechnet mit diesem Datum, wann das eigentlich angegeben wurde. Und da kann jeder für sich nehmen, was er möchte. Zum Beispiel 1 Tag oder 10 Tage oder 30 Tage eben, was so normalerweise der Standard ist. Man kann hier allerdings reinpacken, was man möchte. Das sind wirklich einfach JSON-Werte und die kann man erweitern, wie man möchte. Und die kann natürlich der Nutzer auch manipulieren. Wie gesagt, Base64 kann man auch wieder zurück umwandeln. Das heißt, sowohl der Header als auch der Payload können absolut modifiziert werden. Und da ist natürlich jetzt das Problem, ich könnte mir jetzt einfach ein JSON-Web-Token erstellen, was mich als Administrator ausgibt und dementsprechend könnte ich dann einfach also ich kann mir einfach in meinem Browser neue Cookies erstellen, kann mir einen Cookie anlegen, da steht drin, ich bin Admin und kann das Ding dann an den Webserver schicken, ja und schon bin ich Admin. Da kommen dann eben der Standard und sagen, halt, stopp, so funktioniert das ganze Ding nicht. Es gibt nämlich eine Komponente, die kann nur vom Backend verändert werden. Und das ist die Signatur, die wir hier ganz rechts sehen. Die Signatur, die enthält einfach genau den Header und den Payload, so wie sie da sind, allerdings mit einem, in einem HMAC quasi gebaut, wenn man so möchte. Und der HMAC ist ein kryptografisches Verfahren, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, was eigentlich Hash-Funktionen sind, wobei Hash-Funktionen sollten, glaube ich, bekannt sein, wenn man sich mit Backend-Implementierung befasst. Es ist eine Implementierung mit einer Hash-Funktion und einem Schlüssel. Das heißt, den Header und den Payload zu haben, reicht nicht aus, um diese Signatur zu erzeugen. Man braucht auch zusätzlich noch das Secret, das wir hier sehen können. Und das Secret, das wird nur im Backend angegeben. Das Secret ist danach einfach, ist für den User nicht sichtbar. Das heißt, wenn das Backend sich den Header und den Payload speichert und das Secret sowieso gespeichert hat, dann ist das absolut kein Problem, diese Signatur wieder zu erzeugen. Wenn jemand allerdings dieses Secret nicht besitzt, dann kann er diese Signatur nicht neu erzeugen und er kann keine weitere Signatur erzeugen. Und aus dem HMAC von diesen beiden Dingern lässt sich auch das Secret nicht mehr rausrechnen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gut geprüfte Struktur mit einer zumindest sicheren Hash-Funktion. Und ja, im Endeffekt kann man gerne bei mir in der Kryptographie-Reihe nachgucken, wie das genau funktioniert. Aber im Endeffekt ist das wirklich was einfach nicht verändert werden kann. Und ja, das ist sozusagen secure. Und dementsprechend kann zwar jeder hier verändern, was im Header drin steht, jeder kann den Payload verändern und man kann theoretisch auch die Signatur verändern. Aber das Backend berechnet einfach dann bei sich neu, wie diese Signatur aussieht, weil es also das Backend speichert sich Header und Payload und kann dann damit mit dem Secret zusammen, was nur im Backend vorhanden ist, kann es diesen HMAC oder diese Signatur neu berechnen. Und dann überprüft es einfach, ist das, was ich jetzt gerade vom Frontend erhalten habe, ist das dieselbe Signatur wie die ich gerade errechnet habe und in dem Fall ist das ganze Ding gültig oder ist es nicht gültig. Und wenn es nicht mehr gültig ist, dann muss der User sich neu einloggen, während wenn es gültig ist, dann muss der User sich nicht neu einloggen und andersrum. Wenn das Ding gültig ist, Entschuldigung. Wenn das Ding gültig ist, dann muss er sich natürlich nicht neu einloggen und hat sein Login, während wenn es ungültig ist, also wenn irgendwas verändert wurde, dann muss der User sich halt neu einloggen. Das macht aber auch wirklich gar nichts. Dann merkt man halt, okay, das Ding ist zum Beispiel abgelaufen oder da hat jemand dran rumgepfuscht, alles kein Thema. Weil es ist ja nichts passiert sozusagen. Ja, und dementsprechend benutzt man eigentlich die JSON-Web-Tokens relativ häufig, weil das natürlich im Endeffekt genau diese ganze Struktur für euch zusammenfasst. Das heißt, ihr müsst nur sagen, ich würde gerne einen JSON-Web-Token verwenden, packt das mal nach vorne ins Frontend in der API und im Frontend sagt ihr einfach nur, ich würde das Ding gerne speichern und schon war's das eigentlich. Das heißt, das wird euch alles quasi abgenommen, wie das ganze Ding genau implementiert ist. Ja, eine Kleinigkeit hätte ich allerdings noch, und zwar muss man natürlich nicht den HMAC SHA-256 verwenden, sondern man kann hier auch das Ganze in RSA machen, wobei das im Endeffekt nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Dann ist die Signatur halt mit RSA erzeugt, wobei ich das jetzt hier gerade gar nicht geändert habe. Dann wird die Signatur einfach mit einem anderen Algorithmus erzeugt. Beide davon sind secure, also beide sind sicher und es stehen im Standard sogar noch mehr drin. Aber welche davon ihr im Endeffekt nutzt, ist relativ egal, sofern sie im Standard eben drin stehen. Denn im Standard stehen eigentlich nur sichere Sachen drin. Okay. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht weiter in die kryptografischen Details gehen. Sagen wir einfach, das ganze Ding ist sicher und lasst es uns direkt verwenden. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao.